Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Tut mir leid für die Probleme. Also wieder eine Überraschung mit der App. Gucken wir mal, ob das jetzt alles einwandfrei läuft hier. Ich hoffe doch. Ich hoffe auch, dass ihr mich hört. Ich hoffe doch. Jawohl. So. Willkommen bei dem nächsten Livestream. Sieht ganz gut aus im Moment. So. Alles tippitoppi. Danke, Garten. Ja, willkommen zurück. Danke fürs Zusehen an alle. Wir fangen mal in 2-3 Minuten an. Wir spielen heute die Qualifikation. Und zwar springen wir ins Q2. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ich habe noch keine Gruppe gesehen. Und werden da gleich mal zusammen reinspringen. Die Qualifikation ist ja eigentlich gar kein Problem. Da müssten wir uns ohne Probleme qualifizieren. Das Problem liegt eher schon Samstag. Da haben wir schon so die ein oder anderen Probleme. Da schauen wir mal, wie es die Woche läuft. Ich hoffe ohne Probleme, dass wir da gut wegkommen. Hoffen wir mal. Ich mache gerade noch ein paar Dinge hier nebenbei. Wie gesagt, in ein paar Minuten geht's los. Und dann fahren wir an die schöne Qualifikation. Ja, die legendäre Kiste, Garten, ja. Hast du schon gut gesehen. Ja, top. Haben wir gestern bei den Rennen bekommen. Und lass uns hoffen, dass da gute Teile drin sind. Ich habe auch True Grit heute Morgen bekommen. Ziemlich geil. Ich habe das jetzt auch endlich mal auf 5. Gucken uns gleich auch mal das Setup an, womit wir in den Grand Prix reinspringen. Ich denke mal, ich werde da auch das Getriebe ändern, definitiv. Werden wir mal schauen, ob ich das heute ändere oder ob ich das dann auch für Samstag ändere. Und schauen uns mal das Setup zusammen an. Fahrer, springen wir mal direkt mal oben in die Reihe hier. Wir fahren mit Charles Leclerc und Max Verstappen. Wie wir sehen, wir haben Charles Leclerc auf 6 und Esteban Ocon hat ja die Woche Boost. Ist bei mir leider nur auf 5, von daher auch nicht so stark unbedingt. Also werden wir auch mit ihm nicht fahren. Setup, wie schon gesagt, True Grit bekommen heute Morgen aus einer goldenen Kiste. Hab da das fehlende Teil bekommen, um es dann zu uppen. Und warten jetzt auf die Leviathan und Vindicator, was kurz vor Upgrade ist, so gesehen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar noch vor dem Grand Prix eventuell aus der Leggy-Kiste, das wäre natürlich grandios, wenn das da rauskommt. Ja, mit dem Setup fahren wir. Wir springen mal in die Gruppe rein, schauen uns mal an, was so auf uns zukommt jetzt. Fortsetzen, genau, alles fortsetzen. Wir springen natürlich in die Champions-Klasse und los geht's. Schauen uns mal die Gruppe an. Jawohl. So, wie sieht es denn hier aus? Ganz easy, ja, ganz entspannt. Wir haben ja gar nichts hier an Leute drin, haben nur 16 Leute hier drin, also die Gruppe ist auch nicht allzu stark, wie wir sehen hier. 4 Rennen, 60 Punkte, sagen wir mal 70 Punkte im Durchschnitt bei 4 Rennen, außer der ganz oben mit 112. Springen wir auch mal rein, fahren direkt das erste Rennen in Holland. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie es bei euch aussieht. Seid ihr euer Qualifying schon gefahren? Wenn ja, wie ist es gelaufen? Seid ihr in Q1, Q2 oder Q3 reingesprungen? Und seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Hoffen auf einen guten Gegner. Ich hoffe mal, weil im Moment in Serie 12, also wenn wir unsere Serienrennen fahren, dann kriegen wir eigentlich immer Gegner, die unter 1540 sind. Oh, perfekt, 1544, also ein gleich starker Gegner haben wir hier bekommen. Das ist gut. Das gefällt mir. Man muss ja nicht übertreiben. Man muss ja nicht irgendwie hier 1700er Gegner kriegen. Da sind wir nämlich noch nicht so weit. Da fehlen uns noch ein paar Teile, die wir noch upgraden müssen. Ihr habt ja selber gesehen, Spirit ist kurz davor auch. Brauche ich noch, glaube ich, 2 Volltreffer in einer grünen Kiste. Von daher sind wir auf den Weg, peu à peu, unsere Dinge
hier erfolgreich zu uppen. Wir benutzen kleine Boosts hier, Selbstkontrolle, also keine Premium Boosts im Qualifying. Und ja, um einfach nur zu gucken, wie sich das Auto verhält in den Grand Prix. Wie gesagt, wir fahren hier mit Spirit und ja, hoffen wir mal. So, Garten schreibt, ich habe heute Just for Fun mal gespielt. Ich glaube selbst, damit qualifiziere ich mich nicht. Sollte nur als Test durchgehen. Ja, du hast ja noch morgen die Chance, falls es heute nicht funktioniert, kannst du trotzdem noch morgen in den Q3 reinspringen. Ohne Probleme. So, hoffen auf einen guten Start. Gegner kommt auf Soft und auf Hard raus. Auch mal was anderes. Unser Charles Leclerc ist mal kurzzeitig da in Führung gegangen, muss aber jetzt auch die Position abgeben wegen Teamorder. Von daher, so, Max Verstappen holt sich jetzt die Plätze wieder. Sehr schön. Wir mussten auch kurzzeitig mal jetzt die Führung abgeben, aber ich denke mal, das sollte nicht unbedingt das größte Problem sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin hier. Hoffen wir mal auch, dass wir hier vorne ein paar Leute haben, die auch frühzeitig, ja, da sind 3 Leute auf Hard, die verlieren auf jeden Fall hier die Position. Sagen wir mal so, jetzt muss hier Charles Leclerc mal runter, der hat nämlich den Gegner gemacht. Und unser Max Verstappen überholt hier niemanden da vorne, weil wir George Russell auf Soft haben. Und da werden auch schon die Leute auf harten Reifen werden hier schon durchgereicht da vorne, wie wir sehen. Ja. So, hoffen jetzt hier bei Start und Ziel sind mit Verstappen mal weiter auf Gas geblieben, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Allerdings will ich hier vorne ein paar Plätze klären, aber das wird nichts. Sieht nicht danach aus. Deswegen gehen wir hier jetzt auch runter vom Gas, sparen uns den Sprit. Ja, unser Gegner hier auf Hard überholt uns. Fängt schon wieder geil an, obwohl ich Krieger drin habe. Ja, es passiert aber nichts. Ihr seht selber, wir geben hier Gas und es passiert nichts. Ja, hoffen wir mal, dass es am Samstag nicht so wird hier, weil sonst macht es auch gar keinen Spaß hier. Max Verstappen kriegt noch nicht mal Esteban Ocon hier überholt. Ja, Schweinerei einfach wieder. So, kommt in die Box, alles gut und jetzt können wir mit Charles Leclerc ein bisschen pushen, versuchen natürlich auch den Rivalen wieder zurück zu überholen hier. Ja, da gehen wir jetzt, ja, da sind wir aus der Kurve geflogen mit Charles. Und das ist das schon, was wir auch letzte Woche angesprochen hatten. Das liegt nämlich daran, dass wir hier Spirit benutzen. Am besten wäre Mirage. Das zeigt mir dann auch, dass wir dann halt für Samstag lieber Mirage benutzen, anstatt Spirit, weil uns da der nötige Grip fehlt. Es sei denn, wir gleichen das aus mit einem Boost. Ja, das machen wir hier gerade nicht. Wir haben hier keinen Boost drin, der uns mehr Grip gibt. So. Charles Leclerc kommt jetzt in die Box. Wir wechseln auf Softs für die letzten 3 Runden. Gegner bleibt noch auf Hard drin. Das ist nämlich unsere Chance, dann dieses Rennen doch noch irgendwie zu gewinnen. Trotz katastrophaler Leistung hier von beiden Fahrern bis jetzt. Aber man kann noch einiges drehen und wir gucken mal. So, wir lassen jetzt auch hier Charles Leclerc passieren, hier der auf Softs ist. Ja, Ibo, du startest in ein paar Stunden, sagst du, aber in Anwärter. Warum? Fahr doch lieber in Champions. Mit dem Setup, was du hast, ist definitiv für Champions. Ach, das ist doch hier. Oh, mein Gott, hier, schaut euch das doch mal an hier. So, jetzt kommt der erst vorbei. Haben viel Zeit verloren, sehr viel Zeit mit beiden Fahrern. Oh, hoffen jetzt hier, dass wir in Führung gehen. Oh, kleiner Fehler von Charles Leclerc, aber alles okay. Jawohl, jetzt springt die Uhr um. So, und versuchen natürlich noch hier. Vor uns hier Daniel Ricciardo auf Hard, dann nochmal George Russell, unser Rivale, auf Medium und dann vor ihm auch nochmal jemand auf Hard. Also den sollten wir doch eigentlich klären hier mit Charles. Ja, können jetzt auch hier eigentlich für die letzte Runde mit beiden Fahrern Vollgas geben. Und das machen wir auch, um zu gucken, wie sich das Auto verhält. Hier mit den Boosts natürlich. Sehr schön von Charles Leclerc, zieht hier nach innen, holt sich Position 11. Wie schon gesagt, wir können hier für die letzte Runde komplett auf Gas bleiben. Nimm Spirit vor 5 Minuten gegen Gifford in Zandvoort gewonnen, wie du gesagt hast, mit gutem Boost. Ja, Spirit, wie gesagt, da muss man schon dann Grip Boosts nehmen,
aber es funktioniert trotzdem noch. Unsere Jungs hier machen noch in der letzten Runde ein bisschen Radau, fahren hier auf Platz 10 und auf Platz 11, nein, sorry, 13. Sehr schön, trotzdem noch gute Punkte nach Hause gebracht, bin eigentlich so zufrieden. 27 Punkte ist okay, sollte ja reichen für das Q2. Sehr schön. Ja, den Pitbus, den haben wir auch hier neu dazu bekommen. Ich hoffe, dass ihr euch den aufgemacht habt, weil wie gesagt, für 5 Euro gibt es da einige gute Sachen. Springen auch direkt ins nächste Rennen, das ist Singapur. Was wir aber hier machen für Singapur, wir tauschen mal aus. Weil wie gesagt, Leute, wir fahren hier nicht mit Premium Boosts, also wechseln wir mal das Getriebe und schalten hier auf Mirage. Für Singapur erst recht, weil bei Singapur ist es nicht unbedingt nötig, hier so viel Power zu haben auf den Achsen. Da brauchen wir schon mehr Grip. Aeron auch nicht unbedingt, aber mehr Grip und das gibt uns Mirage. Also switchen wir mal kurz auf Mirage. Wie ihr ja schon wisst, Leute, ich bin da immer so auf Mirage und auf Spirit. Das sind immer so die zwei Getriebe, auf die ich immer switche. Und von daher, ja, so ist das halt. Haben wir ein bisschen mehr Teampunkte, so wie ich sehe. 15,58, wenn wir auf Mirage wechseln. Jetzt haben wir natürlich einen Gegner hier, 16,23. Ja, da gucken wir mal, ob wir jetzt hier eventuell vielleicht auch ein bisschen bessere Boosts benutzen. Mal gucken. Leute, vergesst im Video nicht ein Like da zu lassen, damit wir hier das Video ein bisschen nach oben pushen. Ja, also immer schön liken, nicht vergessen. Ich werde hier mein Bestes geben, damit ihr auch Spaß habt, damit ihr auch das Video liked. Von daher, so, Position 15 und 16 im Qualifying. Wir fahren hier mit der gleichen Strategie wie in Sandford. Wir fahren mal mit Instinkt hier vorne auf Charles. Hoffen wir mal, dass es besser funktioniert. Und wir machen mal, nee, ewiges Feuer ist eigentlich zu schade. Wir benutzen mal Straßenhai. Um zu gucken, wie sich auch dieser Boost hier in Singapur verhält. Und ja, lass uns einen guten Start haben. Wir fahren mit Charles Leclerc, fahren wir mal auf Vollgas raus. Und mit Max Verstappen gehen wir mal auf regulär raus. Und ja, hoffen, wie schon gesagt, auf einen guten Start von beiden Fahrern, dass wir uns direkt irgendwie nach vorne bewegen. Erst recht mit den Boosts jetzt, die wir hier benutzen. Guter Start von Charles Leclerc. Max Verstappen hat den Start leider verhauen, geben jetzt hier Gas bis zur oberen Geraden. Dann gehen wir runter, fahren unsere Singapur-Strategie. Sehr schön hier von Charles Leclerc. Hier macht direkt mal ein paar Plätze hier vorne. Und Max Verstappen verliert sogar noch einen Platz. Also was ist da los? Was ist da los hier? Ja, gehen jetzt runter, gehen auf Verteidigen. Schauen uns mal an, jetzt wie sich das Auto hier verhält. Wie gesagt, wir haben gut Grip hier. Müssen eigentlich gar nicht so viel machen. Allerdings verlieren sogar noch eine Position hier mit Max Verstappen. Was ist denn da los hier? Da überholt uns Guan Yu auf Softs. Ey, unglaublich, wirklich unglaublich. So, hier nochmal Gas geben. Mit Charles jetzt ein bisschen zu spät, aber alles okay. Versuchen auf gar keinen Fall hier Position irgendwie zu verlieren. Also hoffen, dass wir hier sogar noch mit Charles unseren Gegner hier, unseren Rivalen vor uns machen. Max Verstappen verhaut es komplett, macht jetzt gerade mal Position 19 wieder gut, also haben wieder auch jede Menge Zeit verloren. Unser Charles Leclerc versucht hier den Rivalen zu attackieren und schafft es auch, ihr seht selber, selbst auf Verteidigung, dann noch an ihm vorbeigerutscht, also alles okay. Max Verstappen macht auch noch einen Platz gut hier, Platz 18 wieder, arbeitet sich langsam aber sicher wieder nach vorne. Ja, Max Verstappen, hier müssen wir jetzt wieder Gas geben, haben vor uns hier noch ein paar, haben zwei Leute auf Soft vor uns. Das wird nicht gerade leicht. Ich lese mir gleich mal die Kommentare durch von euch, Leute. Im Moment geht es leider nicht. So, jetzt hier Max Verstappen nochmal Position 17 gemacht. Sehr schön. Charles Leclerc kommt jetzt in die Box. Macht eine 3-4. Müssen hier ein bisschen Gas geben. Möchte eigentlich ungern hier Platz 11 verlieren. So, jetzt hier wieder runter vom Gas. Mit Max Verstappen haben wir sogar einen kleinen Gap aufgemacht. Hält aber nicht lang. Singapur Gaps aufzumachen ist nicht so leicht. So, jetzt kommen wir in die Box hier mit Charles. Switchen auf Medium.
Auto wird vollständig repariert. Gegner fährt nämlich eine 4, eine 4-3 und eine 5-2. Das ist eigentlich unsere Chance, wie auch davor im Rennen. Können jetzt nochmal Gas geben mit Max. Nicht so leicht. Ja, bringe bei Gold schon immer 38, 42 Punkte. Q3 würde passen, aber die beiden final keine Chance. Du kennst mein Ibo-Glück mit Gruppen. Ja, da steckt man halt nicht drin. Manchmal hat man Glück, manchmal Pech. Ja, das ist einfach so, Ibo. Aber ich würde in deiner Stelle, mit deinem Setup, was du da hast, und ja, würde ich auf jeden Fall in Champions reinspringen. Anwärter, das bringt ja nichts. Da kriegst du ja eine Kiste und die Reputationspunkte sind ja auch nicht unbedingt so doll. So, Gegner kommt jetzt rein mit Hamilton. Wird gar nicht so leicht. Ihr seht selber, die Boosts, manchmal, das ist echt ärgerlich, dass die Boosts einfach nicht wollen. Ja, wir bleiben jetzt wieder hängen hier mit Charles Leclerc, natürlich an Alonso. Überholen ihn erst jetzt und jetzt haben wir vor uns unseren Rivalen hier auf Softs mit Hamilton. Unser Max Verstappen kommt jetzt hier auf Platz 20 raus. Hat auch noch einige Leute, denke ich mal, vor sich, die noch irgendwie, ja, hier Latifi muss pitten, Bottas muss pitten. Und sonst haben wir nur Leute vor uns, die noch auf Medium hier rumhängen. Also ist nicht unbedingt leicht, hier dieses Rennen hier zu gewinnen. Beide Fahrer eigentlich eine katastrophale Leistung hier. Sehr, sehr schade. Hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen besser gelaufen wäre. So, jetzt kommt der Gegner auf hart rein. Ja. Überholen ihn auch nur mit einem Fahrer hier, wie wir sehen. Und unser Max Verstappen, der hängt da hinten rum. Selbst mit Straßenhai als Boost, ja. Also so ärgerlich, wirklich so ärgerlich, dass wir da so viele Positionen verloren haben am Anfang beim Start. Und ihr seht selber Gas, richtig Gas hier. Da passiert irgendwie nichts. Ich spiele hier so ein bisschen um den Joystick hier rum. Diese 3 Balken, die wir haben. Kommt auch nichts von Charles, kommt hier auch gerade nichts. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Max Verstappen macht hier noch eine Position, Platz 17, okay. Bedanken wir uns auch nochmal, aber so, da kommt sogar noch einer in die Box, ja. Also Wahnsinn. In der letzten Runde. Bringt nicht so viel für Max Verstappen. Max Verstappen zieht jetzt nochmal an Fernando Alonso vorbei. Müsste Fernando Alonso sein. Jetzt müssen wir runter vom Gas mit Charles. Ja, jetzt brauchen wir ein Wunder hier, dass er irgendwie crasht oder so, um dieses Rennen noch zu gewinnen. Aber ich bezweifle, dass wir hier dieses Rennen noch gewinnen in den letzten Runden, in den letzten Kurven. Können wir nochmal Gas geben ein bisschen, um einfach Position eventuell sogar noch ein bisschen zu halten hier mit Charles. Jawohl, Platz 10 bringen wir nach Hause. Mit Verstappen müssen wir ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass wir hier keinen Sprit mehr haben. So, jetzt nochmal Gas. Nein, bringt nichts. Ja, das war's für Singapur. Sehr, sehr schade. 26 Punkte. Mega schade. Also ich hoffe nicht, dass es im Grand Prix so läuft, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ja, ist ein bisschen verhext manchmal. Ist ein bisschen verhext. Wir switchen mal zurück auf Spirit. Ich bin eigentlich mit beiden Rennen jetzt hier mit Holland und mit natürlich Singapur nicht unbedingt zufrieden. Sieht aber schon mal gut aus. Wir sind auf jeden Fall qualifiziert, denke ich mal, damit wir auch am Samstag hier ein bisschen rocken können, die ganze Bude. Wechseln wieder zurück auf Spirit. Und dann springen wir auch schon in das nächste Rennen, Leute. Oh nein, das ist falsch. Ja, hier müssen wir rein. Wir sehen, ich habe auch eine gute Gruppe, aber es ist eigentlich immer so, dass man hier in der Qualifikation, dass wir eigentlich immer eine gute Gruppe haben, sodass wir uns qualifizieren. Samstag ist eigentlich immer das Problem. Ihr habt ja selber gesehen, letzte Woche haben wir uns leider nicht qualifiziert gehabt. Da bin ich aber auch nicht gut gefahren, bin ich ehrlich. Wir hatten da knapp über 200 Punkte und haben uns nicht qualifiziert. Also es war so wie am Anfang der Saison, wo wir damals dort auch in die Champions reingesprungen sind. Und ja, da haben wir eigentlich mehr Probleme gehabt als Erfolg. Und das war sehr, sehr schade. Von daher, ja. Jetzt hier wieder ein Gegner mit 16,40, also auch wieder mehr Teampunkte wie wir, genau 100 Teampunkte mehr. Fahren in Australien, hoffen, dass es regnet, dass wir da
kleine Boosts benutzen, auch keine Premium Boosts, die werde ich nicht hier benutzen, also werden wir hier Ballast benutzen und eventuell ein Premium Boost. Copper habe ich viele und ja, den werden wir auch einsetzen, falls es regnen sollte und es regnet auch, kommen wir hier raus mit Copper am Anfang und mit Max Verstappen kommen wir hier auf Ballast raus, also wie schon gesagt, kein Premium Boost, wir benutzen hier Boosts, die wir in Mengen haben und natürlich auch keine Premium Boosts. So boosten wir halt immer in der Quali. Am Samstag, da können wir schon Premium Boost benutzen, weil da müssen wir uns ja auch qualifizieren. So, fahren wir Vollgas raus. Es regnet permanent, wie wir auch sehen. Es regnet hier 6 Minuten, also danach ist das Rennen auch vorbei, wenn es dann so langsam trocken wird. Von daher werden wir hier boosten bis zur langen Geraden, also bis zur halben Strecke. Werden wir jetzt hier auf Vollgas fahren. Und dann gehen wir runter hier mit beiden Fahrern. Ich denke mal, wir werden hier mit einem Fahrer eine 4-4 fahren und mit dem anderen Fahrer, das wäre jetzt hier in dem Fall Max Verstappen, werden wir eine 5-3 fahren. Ibo sagt danke noch für den Tipp wegen Claw. Sobald ich Claw nehme, nur Monster als Gegner. Mit True Grit kann ich alles kombinieren. Normale Gegner. Ja, war eine Idee. Ich bin sehr froh, dass es funktioniert hat. Das ist sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, mit Claw. Ich bin glaube ich, noch nicht einmal damit gefahren. Mit Claw. Ist nicht unbedingt so mein Teil. So, ich denke mal, wir müssen hier umswitchen. Charles Leclerc kann hier 5 Runden fahren, aber Max Verstappen sieht nicht danach aus. Und werden das jetzt so machen, dass wir mit Max Verstappen hier ein bisschen Gas geben. Versuchen mit Teamorder-Hilfe unseren Charles Leclerc hier schön zu überholen, flüssig, ohne Probleme, sehr schön. Jawohl, kann jetzt auch weiter auf Gas bleiben. Versuchen jetzt auch den Rivalen ein bisschen vor uns hier zu stören, Lando Norris in dem Fall. Sieht aber gut aus. So. Und Max Verstappen kommt, wie schon gesagt, hier rein jetzt nach der Runde. Ihr seht selber die Pace von Charles Leclerc bei Regen mit Copper ist gar nicht so schlecht. Ja, Ballast bringt halt nicht unbedingt so viel. Aber die Beschleunigung hier von Charles Leclerc, wir werden auch jetzt in der letzten Runde mit ihm dann, also in seiner 5. Runde werden wir da ein bisschen Gas geben. Ihr seht selber hier, dass Max Verstappen immer in den Kurven Pace verliert und dass Charles auf Verteidigen an ihm super herankommt. Und das ist eigentlich sehr, sehr geil. So, jetzt hier Gas geben mit Charles. Weg von allen. Schön überholen hier. Geht auf Position 8. Sehr schön. Können jetzt wieder runterschalten mit ihm. Schalten jetzt. Jawohl, sehr schön. Max Verstappen hat sogar noch Platz 16 hier. Ist noch vor ihm rausgekommen. Sehr, sehr gut. Können jetzt, überholt auch noch den Rivalen hier. Sehr, sehr schön. Ja. So, jetzt hier mit Charles können wir Gas geben. Er hat keinerlei Pace verloren. Ganz im Gegenteil. Also Copper ist gar nicht so schlecht. Ja, davon habe ich ja einige, weil wir haben am Anfang hier aufgeladen gehabt, am Anfang der Saison. Und da war Copper irgendwie im Angebot. Ja, da waren schöne Kisten für 1375 Coins drin damals. Da haben wir Copper abgestaubt. So, Charles Leclerc kommt hier hervorragend raus. Sehr, sehr schön. Auf Platz 11. Haben jetzt vor uns noch eventuell ein paar Leute, die wir noch ein bisschen überholen können. Gucken wir mal, gehen wir mal hier ein bisschen in eine andere Kameraperspektive. Rennen ist auf jeden Fall gewonnen. Der Gegner hat dort mit einer 4-4 nicht unbedingt die beste Arbeit geleistet. Ihr seht selber, dass eine 5-3 effektiver war. Wollen natürlich hier nicht überholt werden hier vom Gegner. Und Charles Leclerc muss jetzt hier auch ein bisschen abliefern hier. Ich will jetzt was sehen. Wenigstens einen Platz oder sowas. Bestimmt besser Regenboost mit Hex zusammen. Copper ist der Hammer. Ja, Hex und Hex ist natürlich top. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Hex ist der beste Boost bei Regen. Allerdings auch sehr, sehr selten. Bei den Events oder sowas zu kriegen, ist Hex eigentlich nie dabei. Da muss man schon manchmal Glück haben, wenn er mal im Angebot ist, dann holt man sich den. Ja, ihr seht aber auch hier mit Copper jetzt hier ist jetzt die 3. Runde, wo wir auf Vollboost sind und ja, wir überholen einfach nicht. Da ist halt Hex und gestimmt, denke ich mal, besser. Ne?
Aber Lando Norris hier keine Chance, den kriegen wir nicht geklärt. Wir können jetzt auch hier nochmal mit Max Verstappen auf Vollgas fahren, bis zum Ende durch. Mit Charles Leclerc kriegen wir nicht, ja, Daniel Ricciardo ist das sogar, wir kriegen einfach nicht überholt. Daniel Ricciardo ist ja auch so eine, bei Regen ist der einfach auch grandios, das muss man auch mal sagen. Der hat da einen hohen Wert bei Messe. Fahren hier 25 Punkte ein in Melbourne. Also die Qualifikation, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man hier jetzt einfach mal eben so durchwischt, weil die Strecken sind auch ein bisschen doof. Also hier Australien, Melbourne ist eine doofe Strecke. Sanford, Singapur. Wenn man da ein bisschen Pech hat, so wie jetzt bei uns hier in dem Fall, dann ist es gar nicht so leicht. So, sieht ja ganz gut aus im Moment. 3 Rennen haben wir gemacht. Ja, ich bin der Meinung, das sollte sogar reichen. Ja. 78 Punkte. Ja, sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das letzte Rennen noch bestreiten sollen. Aber lass uns das machen. Nochmal Holland mit 100% Regen. Natürlich auch geil. Werden da die gleichen Boost benutzen, auch nochmal Copper und Ballast. Und werden mal schauen, was wir da in Holland bei Regen so machen. Benutzt du immer schon bei Quali Booster? Ja, die kleinen Boosts, ja, warum nicht? Die kleinen Boosts, wie gesagt, Garten, das ist meine 4. Saison. Die Boosts die sind nicht nur von der Saison, die Boosts sind natürlich auch von letzter Saison, weil die Boosts werden ja nicht gelöscht. Ja? Und ich habe mir da so in ein paar Jahren habe ich mir ein paar angesammelt und von daher, warum denn nicht benutzen? Es geht ja auch um die Erfahrung, es geht ja auch darum, Spaß zu haben und wir fahren natürlich auch hier in der Champions-Klasse. Und wie du ja siehst, wir qualifizieren uns nicht auf Platz 1 und Platz 2. Ja, und deshalb Boosts, warum nicht? Wenn man doch viele hat, ja, und man benötigt doch nur 2 Stück pro Rennen, also von daher kann man da auch mal ein paar Boosts benutzen. Ne? Strecken sind perfekt, Monstergegner haben da so ihre Sorgen, zu viel Power. Ja, da hast du recht. Ja. Jetzt hier bei Regen zum Beispiel sollte Mirage definitiv da die bessere Lösung sein in Holland. Wir fahren trotzdem wieder mit The Spirit, um einfach mal zu schauen. Wie gesagt, wir sind qualifiziert, aber für Samstag müssen wir da unsere Strategie und unser Setup schon ein bisschen perfektionieren. Deswegen bin ich da auch der Meinung, dass wir da lieber schon mit Mirage rausfahren werden in diesen Strecken, wo halt nicht so viel Power gefragt ist, damit wir da einfach besser stehen. Und das ist eigentlich nur ein Test heute. Ja? Deshalb versuchen wir einfach Dinge aus und deshalb mache ich auch einen Livestream, damit ihr Jungs auch seht, was wir machen können und was wir nicht machen sollten. So, jetzt hier auf der Geraden hoffe ich auf ein Überholmanöver, weil jetzt, wir stecken hier zwischen den Aston Martins, wie wir das auch sehen. Und wir müssen hier, der macht schon mal eine gute Arbeit hier, unser Max. Und den lasse ich jetzt auch vor. Fahren ja auch wieder eine 3-4 und eine 4-3. Das ist unglaublich, ja. Die Gegner natürlich auch wieder mega powerstark hier. Und gar nicht so leicht hier in Führung zu gehen. Ist mit seinem Esteban Ocon auf 9, mit seinem Pierre Gasly auf 14. Ich bin auch gar nicht so richtig überholt hier, seht ihr selber. Ballast gibt uns Grip. Und ihr habt auch gerade gesehen, wie Max Verstappen hier in Turn 1 schön um die Kurve gegangen ist. So muss es auch sein. Aber ihr seht selber, so großartig überholen ist hier nicht mit den Boosts. So, wir kommen mit Charles rein. Und mit Max Verstappen machen wir noch eine Runde. Der Gegner fährt eine 4-3 mit beiden Fahrern, so wie es aussieht. Wird dann ein bisschen Stau haben in der Boxengasse. Wir kommen mit Charles Leclerc jetzt hier auf Platz 23 raus. War noch gar keiner pitten. Jetzt hier nochmal Gas geben. Mit beiden Fahrern versuchen hier Anschluss zu finden. Ja,
unser Charles Leclerc überholt auch nicht mal Platz 22 da. Ja, jetzt kommen da alle in die Box. Alle. Wirklich alle. Schaut euch das mal an, wie voll das da ist. Wir hängen natürlich da auch im Stau, kommen aber trotzdem gut rein. So, und jetzt hier nochmal Gas mit Charles. Kann hier ein paar Positionen gut machen. Ein paar ist gut. Eigentlich sehr, sehr viele. Und jetzt hier Platz 10. Sehr schön. Sehr schön. Da wollte ich eigentlich hin. Ich wollte eigentlich vor dem Gegner rauskommen, also vor dem Rivalen, aber passt trotzdem ganz gut. Und versuchen jetzt hier alles zu geben. Ich hoffe, dass wir hier noch Pierre Gasly klären können, hier mit unseren Max Verstappen. Gehen wir mal kurzzeitig in Führung da. Allerdings wieder abgegeben. So, jetzt hier auf der Geraden. Da muss jetzt unser Charles Leclerc jetzt innen ziehen. Nein, will er nicht. Auch jetzt. Ja, perfekt. Machen wir noch Hamilton. Nein, Hamilton machen wir nicht. Gehen hier wieder runter. Ja. Max Verstappen gut weggekommen hier. Da sind nämlich ein paar Leute in die Box gekommen. Hier können wir wieder Gas geben. Versuchen jetzt Lewis Hamilton hier zu machen mit unserem Charles. Will er nicht unbedingt wissen. Können wir wieder Gas geben hier auf der Geraden? Jawohl, können wir. Haben noch ein bisschen Profil da. Wir müssen Hamilton klären. Hamilton hält uns hier total ab. So, jetzt innen. Jawohl, sehr, sehr schön hier von Charles Leclerc. Schön vorbeigezogen. Hier geben wir jetzt auch nochmal Vollgas mit Max Verstappen für die letzte Runde. Gegner macht einen Fehler. Gegner hat einen Fehler gemacht, habt ihr gesehen. Ist ein bisschen zu weit nach außen gekommen, haben ihn jetzt überholt. Sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr gut aus sogar. So, hier jetzt nochmal nach innen. Wir brauchen einfach Platz. Das ist nämlich immer das Problem, was wir brauchen. Wenn man Boost benutzt, dann braucht man Platz nach vorne und nach hinten, damit wir auch überholen. Und das hatten wir jetzt hier in der vorletzten Runde und natürlich auch in der letzten. Geben hier nochmal Gas, egal. 17 Punkte hier mit Charles, sehr schön. Schafft Max Verstappen noch Platz 13. Nein, schafft er nicht. Platz 14, haben aber trotzdem gewonnen. Sehr schön. Ja. Müssten uns hier auf Platz 1 jetzt positionieren, so wie es aussieht, oder? Da jetzt gar nicht mehr, hab gar keine Punkte mehr im Kopf. Ne, glaub nicht, hat nicht gereicht. Müsste nicht gereicht haben, aber trotzdem alles entspannt. Platz 206 Punkte. Sollte reichen. Die Gruppe ist auch ziemlich klein. Sieht auch gut aus, Leute. Was haltet ihr davon? Wie gesagt, vergesst dem Video nicht ein Like da zu lassen. Und danke fürs Zusehen. Ja, Ivo, du bist, ja, der hat mich Hutch wieder als Bot benutzt. Ja, das passiert manchmal. Ja, und da wechselt natürlich da komplett die Strategie. Reifen sieht auch ganz anders aus. Fährt halt eine ganz andere Strategie wie eigentlich im Realen. Ich hoffe mal, dass wir wirklich real auch aufeinandertreffen. Das wäre natürlich auch geil. Und ja, Leute, von meiner Seite aus war es das heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wir werden uns morgen oder übermorgen, denke ich mal, werden wir uns nochmal sehen bei einer nächsten Folge. Und sonst sehen wir uns dann am Samstag, ja, für die Qualifikation, für das Opening. Und ja, wie schon gesagt, ich bedanke mich bei euch. Vielen lieben Dank und wir sehen uns die Tage. Ciao!